Krone TV zeigt euch heute den Weg von der Birke im Wald bis in den Holzboden vom Krone Profiliner. Und das dürfen wir drehen bei Latvias Finieris im schönen Lettland. Am Anfang war der Baum in der Regel besagte Birke. Aber egal welches Gewächs, gegen einen Harvester ist jeder Baum zweiter Sieger. Das ist quasi wie Optimus Prime gegen Pinocchio. Da aber jedes nachhaltig agierende Unternehmen sich natürlich nicht den Ast absägt, auf dem es gerade sitzt, wird intensiv aufgeforstet. Für jeden geschnittenen Baum werden mindestens 2 neue gepflanzt. Jetzt geht aber erstmal der vom Harvester auf Länge geschnittene und entastete Stamm Richtung Fertigung nach Riga. In Riga angekommen ist zunächst mal Wellness angesagt. Hier nehmen die Stämme ein sehr ausgiebiges Bad. 24 Stunden lang bei 45 Grad Celsius. So wird die Rinde softer und kann leichter entfernt werden. Früher wurde die Rinde verbrannt, um eben jenes Bad auf Temperatur zu bringen. Aber heute werden diese sehr wertvollen Rohstoffe der Rinde viel sinnvoller verwendet, nämlich als Vorprodukt für pharmazeutische Produkte. Aber nicht nur die Baumrinde kann leichter entfernt werden, auch das eigentliche Schälen des Baumstammes wird deutlich erleichtert. Der Stamm wird rotiert und das herangeführte Messer schneidet mühelos ein einziges, gefühlt kilometerlanges Furnier von ca. 1,6 mm Dicke. Was übrig bleibt, ist ein ungenutzter Kern von lediglich 2,5 cm Durchmesser. Das Furnier wird anschließend auf Länge geschnitten, dann im Ofen getrocknet und zuletzt der Leim aufgetragen. Der Forschung ist es gelungen, den Anteil der fossilen Komponenten im Leim mehr und mehr durch Lignin zu ersetzen. Lignin ist ein natürlicher Bestandteil des Baums und sorgt für dessen Druckfestigkeit. Somit wird also quasi Holz mit Holz geklebt. Ist das nicht genial? Bevor nun aber die 22 Furniere zum Endprodukt gepresst werden, wird Schicht um jeweils 90 Grad versetzt, um jedes Mal die Richtung der Textur zu verändern. So wird das Vordringen von Wasser erschwert und die Festigkeit der Bodenplatte erhöht. Das Resultat: ein 22-fach verleimter bzw. lignierter Holzboden, 30 mm stark mit einem Reibbeiwert μ von 0,3, passend zugeschnitten und vorgebohrt. Somit fertig für den Versand in das Epizentrum des Trailerbaus nach Werlte im Emsland.